Hallo meine Lieben, heute der zweite Tag mit dem F1 und heute gucken wir uns eben so ein bisschen an, was der Infrarotlaser kann, der da mit eingebaut ist, und daher gucken wir uns eher die Geschichte Metalle an. Was ich da alles damit machen werde, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie gesagt, weiter mit dem Infrarot-Lasermodul und da habe ich ein paar Sachen. Die Teile hier waren dabei, beim Starterpaket auch die Karten. Die 3 Sachen hatte ich noch vom S1. Da werde ich auch noch so ein bisschen was testen. Und das Acryl, das hatte ich euch ja gestern gezeigt. Das war das, was ich mit dem Infrarotlaser gelasert hatte. Und das mit dem Diode-Laser ging wesentlich tiefer rein. Da kann man sicher noch ein bisschen was machen, wenn man noch an den Einstellungen arbeitet, damit der nicht so tief runter geht. Aber das war hier schon mal der erste Test für mich. Von dem her, Acryl werde ich heute nicht wiederholen. Von den Sachen hier werde ich 2 verwenden. Eins, damit ich gegenüber quasi legen kann, was der Infrarotlaser macht und was der Diode-Laser macht. Dann werde ich eins komplett mit dem Infrarotlaser machen. Karten, da werde ich das auch austesten, wie das aussieht mit beiden. Und zwar auf Gold einerseits und einmal auf Schwarz. Hier werde ich es komplett mit dem Infrarotlaser machen und hier auch. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich dann auch noch ausprobieren. Aber wir fangen mal mit denen an. Und zwar gleich mit den Visitenkarten. Und zwar nehme ich das hier zweimal. Gucke da, dass ich von der Höhe auf 4,5 bin. Das heißt 45. Dann dupliziere ich das einmal, setze das nebendran. Ne? Und dann mache ich diese Seite hier, einmal kopiere ich das hier auch. Und dann machen wir hier drüben, also einmal gehe ich auf die Visitenkarte und dann sage ich auf der Seite, es soll Blaulicht sein und auf der Seite sage ich, es soll Infrarot sein. Mache das hier kurz fest, damit ich beide dann nacheinander genau da platzieren kann. Dann machen wir hier mal einen Rahmen abfahren und zwar will ich ein Rechteck, das passt. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ich kann tatsächlich hier auf meinem Arbeitsplatz das ganz einfach verschieben. Und sehe dann die blaue Linie hier, wo das zu landen kommt. Ich würde sagen, das ist so ziemlich mittig, das heißt, ich kann Rahmen abfahren stoppen. Jetzt hatte ich eins mit Blaulicht und das andere wollte ich mit Infrarot. Das passt, so würde ich sagen. Dann kann ich das runterfahren. Den Filter habe ich auf die kleinste Stufe gemacht. Dann kann ich hier sagen, bearbeiten, starten und das Ganze starten. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are. Und ihr seht hier die Resultate schon mal. Dasselbe, bevor ich euch das jetzt im Detail zeige, mache ich gleich noch mit der silbrigen Karte. Und da kann ich jetzt einfach sagen, Vorgang wiederholen. Hier. Weil ich will nochmal genau dasselbe machen.
Wunderbar. Auch das logischerweise wieder 1,32. Und hier habe ich auch komplett andere Resultate. Ich zeige euch kurz das Schwarze. Links ist der Diode, rechts ist der Infrarotlaser. Das heißt, das hier ist eher weiß geworden und hier unten kam das Silber von der Karte hervor. Aber die Kanten und alles wirklich sind alles sauber geworden. Und dann als Vergleich hier bei der goldenen ist auch beim Diodelaser kam das Silber hervor. Beim Infrarot ist es eher weiß. Also je nachdem, was ihr gerne für ein Resultat haben wollt, könnt ihr so auch unterschiedliche Resultate erzielen. Diode holt das Silber hervor, das drunter liegt. Beim Infrarot wird es eher weiß. Das waren die Karten, die ich ausprobieren wollte, um euch den Unterschied zu zeigen. Jetzt nehmen wir hier, sage ich hier okay. Das will ich für einen Moment nicht ignorieren. Dann gucken wir hier bei den Formen, ob wir irgendetwas Witziges haben, was wir da drauf machen können. Gehen wir mal zu Tieren. Und da wir hier einen Hundetag haben, macht es ja Sinn, wenn wir einen Hund einfügen. Muss ich kurz gucken, dass ich das auf eine andere Ebene nehme, die ich noch nicht habe. Rot war es nicht, orange. Gelb. Gelb hatten wir noch nicht. Gut, dann sage ich hier Fläche. Das ist der kleine. Und dann duplizieren wir den gleich und spiegeln den auch gleich, so dass ich 2 von denen habe. Ich mache es, glaube ich, so, weil ich habe vom Tag her habe ich hier ein bisschen mehr Platz dann für den kleinen Schmetterling. Machen wir das so, dann gucke ich natürlich, dass das auf derselben Höhe ist. Und machen wir das mal 1,2 hoch. Dann sind wir in der Breite bei 21. Darf aber 32 sein. That's why I wrote you a letter, 'cause ja, passt so. Wieder ausrichten. Wunderbar. Dann sage ich einmal, was es ist. Und zwar habe ich Bone Shape Stainless Steel. Das wäre das. Jetzt gebe ich das mal rein, damit ich gucken kann, einmal die Laserpunkte ausrichten kann. So, dann gebe ich das hier oben ran und sage hier kurz, ich glaube, ich nehme hier die Kontur und sage Rahmen abfahren. Das ist hier unten, das müssen wir natürlich hier rauf bringen. So, Moment. Ich muss kurz das Viereck oder das Rechteck nehmen, das geht ein bisschen einfacher. Ja, ich habe das Gefühl, das passt eigentlich. Gut. Das heißt hier runter. Nur kurz gucken, dass alle anderen Ebenen ausgeblendet oder auf Ignorieren gesetzt sind. Sind sie? Das habe ich auf Ausgabe. Das eine auf Blaulicht, das andere auf Infrarot. Wunderbar. Können wir hier sagen, bearbeiten und starten. write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend. Da haben wir 1 Minute 28. Jetzt
wäre es dann spannend, ob ihr das seht. Eieiei. Wie zeige ich euch das? So seht ihr es, glaube ich. Das hier ist Dioda, das hier ist Infrarot. Infrarot ist definitiv ein bisschen dunkler. Jetzt meine Brille anziehen, das sehe ich fast nicht. Ihr werdet es nachher dann auf den Fotos sehen, weil ich kann es euch hier wirklich fast nicht zeigen. Es ist so klein, aber das Resultat mit dem Infrarot ist definitiv besser geworden. Und nur damit ihr seht, wie extrem klein oder filigran ihr hier lasern könnt. Das ist schon extrem. Das heißt, das war der kleine Vergleich. Hier habe ich einen Spruch aus einem Bundle von Creative Fabrica, was heißt Prove them wrong, beweise ihnen das Gegenteil oder beweise ihnen, dass sie falsch liegen. Finde ich eine coole Sache und das will ich eben hier auf so ein rundes haben. Das ist 3 cm breit oder hat eine Größe von 3 cm, sagen wir es mal so. Dann mache ich hier kurz einen Kreis und sage dem, er ist 3 cm. Das hilft jeweils, um alles so ein bisschen zu platzieren. Ich muss das hier kurz gruppieren, damit das alles zusammen bleibt. Dann machen wir das kleiner. Kann ich den Kreis hinpacken. Passt noch nicht ganz. So sollte das auf den Kreis passen. Wunderbar. Dann kann ich hier den Tag reinlegen. Versuche natürlich, dass das schön so ist, dass das Löchlein oben ist. Fokussiert sollte er noch gleich sein, weil es hat die gleiche Höhe wie der Bone-Tag. Ich kann eigentlich auch bei den Einstellungen bei diesem Bone, weil es ist alles dasselbe Material. Und dann kann ich hier Rahmen abfahren, sage ich Kontur. Ein bisschen zu weit oben. Ich sehe nichts. Der Nachteil, wenn man gleichzeitig filmt. Man muss Licht haben zum Filmen, aber ich sehe dann nichts. So, ich habe das Gefühl, ich liege richtig. Das heißt, Abdeckung runter, bearbeiten, starten und starten. Das hat 3 Minuten gedauert und ich habe es falsch platziert. Oder nicht schön platziert. Falsch ist falsch gesagt. Man kann es wunderbar lesen. Ich hätte es noch entweder ein bisschen kleiner machen sollen oder mehr rüber. Aber ist okay. Ist ein Teststück. Ich kann es noch ein bisschen kleiner machen. Und auf der Rückseite, dann haben wir wenigstens eine Seite, wo es funktioniert hat. Versuche das nochmal mit Rahmen abfahren. Ja. Gut. Machen wir das Ganze nochmal. Dann sind wir bei 2 Minuten 39 und jetzt ist es wunderbar platziert. 2 Minuten 39 und ihr habt wunderbar einen Schlüsselanhänger graviert mit eurem Lieblingsspruch drauf. Finde ich super. So, jetzt, was machen wir noch? Macht nicht so viel Sinn, weil ist eigentlich auch wieder Stainless Steel. Wir nehmen hier das Rose Gold.
Und da mache ich ganz einfach das auf Ignorieren, verschiebe das so ein bisschen und mache hier einen Text rein. Hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Das ist das, was bei mir immer am längsten dauert, weil ich mich nicht für eine Schrift entscheiden kann. Das ist ganz schlimm. Nehmen wir Lifesavers, aber das S hier muss klein sein, sonst sieht das komisch aus. So gefällt es mir. Gut. Jetzt haben wir von der Größe her, ist es 1 Millimeter hoch, 1 Zentimeter hoch, wollte ich sagen. Und von der Länge her sind es ja, 4,1, circa 4. Also gucke ich mal von der Höhe, dass ich nicht höher als dieser 1 bin. Und das heißt, ich mache hier mal 8. Dann bin ich von der Länge noch zu lang, weil ich habe gesagt circa 40. Aber da haben wir noch kleine Löchlein drin, die darf ich natürlich dann auch nicht berühren. Machen wir 35. So. So sollte das passen. Jetzt, damit die Kettchen hier, also das Kettchen nicht in den Weg kommt, mache ich das ein bisschen anders. Ich drehe das um 180 Grad, damit es auf dem Kopf steht und ich das so lasern kann. Dann muss das hier ziemlich weit hoch. Dann machen wir Rahmen abfahren. Okay, zu hoch. So. Ich glaube, ich habe das gerade perfekt erwischt. Noch kurz gucken. Infrarot. Jetzt müssen wir natürlich noch das Richtige aussuchen. Ich gehe hier auf Mehr. Und dann sage ich Metall. Ich musste das Stainless Steel nehmen, das Bone Shape, weil der Schmuck ist von Xtool, aber das ist nicht aufgeführt. Von dem her machen wir das jetzt trotzdem einfach so. Das Kettchen gucke ich, dass das innen drin ist. Punkte noch kurz ausrichten. So, dann kann ich das wieder hier oben schön in die Ecke schieben. Zumachen und dann können wir ja auch schon bearbeiten sagen und starten. Das war 1 Minute 27. Boah, sieht das cool aus. Ach du liebe Güte. Schön mittig. Aus meiner Sicht gerade. 1 Minute 27, ein Kettchen graviert. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt habe ich ganz ehrlich gesagt noch so Sachen, die ich bei mir so ein bisschen rausgekramt habe. Zum Beispiel wollte ich gucken, kann ich einfach hier auf den Löffel ein Herzchen drauf machen? Das probieren wir jetzt mal aus. Das blenden wir auch aus. Geben das auf die Seite und hier gebe ich ganz einfach ein Herz rein. Natürlich massiv kleiner. Flechtengravur. Ich bleibe hier auch beim Stainless Steel. Ich nehme das raus. Dann legen wir den so hin und drehen das Herz dann einfach auf den Kopf. Das heißt 180 Grad drehen. Wunderbar. Dann nehme ich das hier runter. So ziemlich in die Mitte. Ich glaube, ich muss mir noch ein Template machen, damit ich das, was ich hier sehe, auch hier auf meinem Arbeitsplatz habe. Dann geht es nämlich noch ein bisschen einfacher, das Ganze zu platzieren. Genau.
Mal ich kurz Rahmen abfahren. So. Stoppen. Mal kurz gucken. Wir haben aufs IR. Wunderbar. Das heißt, wir machen hier zu und gucken mal, ob das funktioniert. Sekunden und mein Löffel ist mit einem Herzchen graviert. Und da spürt ihr auch überhaupt nichts von. Sehr gut. Das heißt, ich kann mein Besteck gravieren. Dann wollte ich noch Schere. Und zwar wollte ich da mein Logo drauf packen. Flechtengravur. Jetzt muss mal gucken, wie viel Platz ich da überhaupt habe drauf. Ich würde sagen, ich mache das ein 0,7, also 7 mm. Dann sind wir bei 13. Ja, das sollte passen. Oder vielleicht 6, sicherheitshalber. So. Das heißt, ich gebe die Schere hier rein. Muss ich natürlich die Punkte wieder aufeinander bringen. Dann muss das Ganze hier in etwa in die Mitte von meinem Arbeitsplatz, kann ich sagen, Rahmen abfahren. Ich habe es fast erwischt. Passt wunderbar. Rahmen abfahren, stoppen. Und ich bleibe jetzt mal beim Stainless Steel. Mache hier die Klappe so weit zu, wie ich das kann, ohne die Schere zu bewegen. Und dann kann ich sagen, bearbeiten. Und loslegen. Das waren 22 Sekunden. Ist das geil. Entschuldigung meine Wortwahl, aber ich finde das so cool. 22 Sekunden und ich kann jetzt alle meine Scheren markieren, damit da mein Logo drauf ist. Ich bin sowas von begeistert. Ich hätte das sogar noch ein bisschen größer machen können. Ah, das ist so cool. Genial. Ja, und jetzt habe ich noch so bei einem Billiganbieter verschiedene Tags gekauft und die will ich natürlich alle auch testen. Das heißt, das mache ich hier kurz im Schnelldurchlauf. Ich nehme einfach nochmal den Spruch. Das hier kann ich ignorieren. Ausmachen. Ich werde es jetzt einfach mit den 4 Teilen kurz auch noch austesten und zeige euch dann einfach die Resultate. Und da nehme ich die Einstellungen von den Business Cards, weil die auch beschichtet sind, oder zumindest 3 davon. Wir gucken einfach mal, wie das aussieht. Ich mache das kurz und dann bin ich gleich wieder zurück bei euch. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough.
That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend to the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Best friend, yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. So, und hier sind die Ergebnisse. Ich habe es mit dem IR-Modul eben gemacht und da die Business Card-Einstellung genommen. Hier musste ich zweimal drüber. Ich öffne jeweils einfach die Abdeckung, wenn er fertig ist, und gucke mir das Ergebnis an. Und wenn es noch nicht passt, dann gehe ich einfach nochmal, also sage Vorgang wiederholen. Dann wird das nämlich auch wunderbar. Ich finde die Resultate wirklich Hammer. Und das ist meine heutige Ausbeute. Zuerst die Karten, die sind wirklich wunderbar geworden. Je nachdem, was für einen Effekt man haben will, will man eben lieber das Ganze in Silber oder Weiß haben, ne? Hat wunderbar funktioniert, eben das, was ich euch nochmal gezeigt habe mit dem Acryl, mit dem Infrarot. Dann hatten wir hier den Unterschied von, wenn es mit dem Dioder oder mit dem Infrarot gelasert ist. Dann dasselbe hier in Rund. Auch mit dem Infrarot. Sieht wirklich super aus und ich spüre auch nicht. Also man hat nicht das Gefühl, dass jetzt die Oberfläche verletzt ist und dadurch schneller rostet, sondern ja, wirklich ein super schönes Resultat. Dann hier die kleine Kette. Die ist echt Hammer geworden. Man kann das wirklich super gut lesen. Wenn man die richtigen Lichtverhältnisse hat, nicht so wie ich. Genau, dann hatten wir, genau. Hier mal kurz Besteck gravieren. Geht wunderbar. Dann Schere gravieren. Hat auch wunderbar funktioniert. Und dann am Schluss noch die einzelnen Teile hier. Die sind nicht von Xtool, die habe ich vor Jahren mal bei einem Billiganbieter gekauft und die eigentlich gar nie wirklich verwendet. Und die kann ich jetzt wunderbar verwenden, weil das Ergebnis wird wirklich Hammer. Also. Und bleibt dann halt auch drauf. Und das war so das, was ich euch heute mal zeigen wollte, dass ihr so ein paar Beispiele seht, wie das eben mit dem Infrarotlaser funktioniert und dass ihr da wunderbar eben auch Metalle gravieren könnt und sogar das Acryl gefällt mir so eigentlich fast besser. Genau, das war das Thema für heute. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass ihr da selber auch Lust bekommen habt, das auszuprobieren und ich habe es am Anfang nicht nochmal erwähnt, aber ich habe den F1 von Xtool zur Verfügung gestellt bekommen, im Gegenzug, dass ich eben Videos mache und euch das zeige. Und wenn ihr jetzt interessiert seid am Laser und den euch bestellen wollt oder sowieso hättet bestellen wollen und euch gefällt, was ich hier in den Videos mache, dann wäre ich natürlich extrem froh, wenn ihr die Affiliate-Links verwendet, die unten in der Beschreibung vom Video drin sind, weil dann bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass euch das mehr kostet und so könnt ihr quasi auch meinen Kanal unterstützen. Für die das machen, schon mal vielen herzlichen Dank, das hilft mir wirklich weiter.
Und ja, morgen geht's weiter mit der ganzen Geschichte. Morgen testen wir die Erweiterung, das heißt da mit der, wo ich Batches machen kann oder dann auch längere Elemente machen kann. Das gucken wir uns morgen an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis bald!